Servus Leute, Craft Bike Days 2024 und ich habe hier Gammux stehen und mit dem Pascal und Gammux hat es hier heute unter die Top 3 geschafft, was die interne Wertung, wo sich die Brands selber bewerten können und voten können dafür, hat es auf die Top 3 geschafft oder in die Top 3. Pascal, was sagst du dazu? Crazy. Ist gut, oder? Ja, hätte ich nie erwartet, aber es ist schön zu sehen und ich bin geehrt oder wir sind geehrt. Es gibt so viele geile Bikes hier, die Qualität dieses Jahr ist abartig hoch und ich finde es wirklich cool und ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll, es ist ein bisschen unreal, aber... Ja, ich finde es auch mega geil, vor allem, weil ihr auch so ein geiles Gerät hier mitgebracht habt. Aber lasst uns mal ganz kurz über Gammux sprechen, für die Leute, die euch nicht kennen. Woher kommt ihr? Wie viele Leute seid ihr? Was macht ihr so? Wir sind aus der Schweiz, gegründet 2019 mit 3 Freunden. Es war Romeo damals, mein Bruder und ich. Und mit der Idee halt, ja, wir verstehen jetzt nach x Jahren Factory Race Teams etc. die Welt ein bisschen besser. Und haben gefunden, also ihr seid im Downhill-Zirkus unterwegs, muss man dazu sagen. Genau, also da kommen wir her, wir sind alles alte Racer und so handeln wir auch unser Business. Wir sind hochkompetitiv und haben dann halt gedacht, ja, jetzt können wir alles besser. Und dann fängst du halt mal an, fällst auf die Schnauze etc. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, ja, mit dem Fahrradbauen ist es vielleicht doch ein bisschen schwieriger. Wir hatten aber sehr gute Leute auf dem Weg, die uns Tipps und Tricks gegeben haben. Leute, die ich heute immer noch zu meinem Freundeskreis zählen darf. Und das ist cool. Und ja, dann ist das halt ein bisschen eskaliert dahin, wo es jetzt ist. Ich würde sagen, Gammux ist heute vor allem eine Distributionsfirma. Also wir machen in der Schweiz für B2B Distribution für Marken wie Hayes, Manitou, Öhlins, ein paar andere, es sind glaube ich 15 Marken. Dominik regt sich jetzt schon wieder auf, wenn er das sieht, weil ich es nicht, weil ich es nicht auswendig weiß. Ja. Ja, und ist das sozusagen auch euer Kerngeschäft irgendwo, Distribution? Distribution und wir nennen uns dann eben nicht noch eine Bike-Firma, sondern wir sind mehr eine Engineering Company. Wir möchten eigentlich einfach holistisch die Räder bauen, die wir finden, sind performant und das Richtige für uns. Und da kommen auch die abartig coolen Zusammenarbeiten mit Pinion, mit Gates, eben auch mit Manitou, wo wir halt sehr stark auch in Produktentwicklung involviert sind. Und das macht heute eigentlich den Großteil unserer Arbeit aus. Nebenbei machen wir noch ein bisschen World Cup Racing und so ganz nebenbei ein bisschen World Cup Racing. Ja, das ist für uns ist halt World Cup ist ultra geil, weil es ist so das ist das Testbett des Sportes. Hier können wir haben von den Regulationen her fast keine Limitierungen, außer dass du keinen Motor fahren darfst. Und ich glaube, Assistenz von außen ist auch nicht erlaubt, aber wir können ziemlich machen, was wir wollen und entsprechend frei sind wir und das sind einfach die besten Leute am Start. Und viele Freiheitsgrade ist wahrscheinlich auch geil, wenn man gerade solche Fahrräder baut. Genau, und das ist das, was uns motiviert und viele unserer Entscheidungen und die Art und Weise, wie wir arbeiten, kommt aus diesem, ich sage immer Shark Tank raus, aus diesem wirklichen ja, genau. Und das ist das, wie wir halt stehen. Heute sind wir 3 Leute, das ist mein Bruder, ich und Chris. Ich mache mehr Bohnenzellen, Engineering. Dominik macht Marketing, Sales und ein bisschen Commercial Stuff. Er ist der Typ mit dem Netzwerk. Komisch, dass ich dieses Jahr hier bin, aber ist okay. Muss auch mal ran. Ja. Er wird sich hier den Arsch ablachen, weil er genau weiß, dass ich das nicht so gerne mache, aber das passt schon. Du machst das super, ich habe da keine Sorge. Danke. Ja. Und dann ist Chris ein ganz wichtiger Teil von der Firma. Er macht bei uns Logistik, Versand, all die Geschichten. Ohne ihn würde das nie funktionieren. Er würde nie ein Rad beim Kunden ankommen. Ja, geschweige dann irgendeinen kleinen Freilauf für eine Narbe oder sowas. Ja. Ohne ihn wäre ich, glaube ich, hätte ich gar keine Haare mehr. Okay, alles klar. Hört sich schon mal sehr wild an. Was habt ihr mitgebracht zur Craft Bike Days dieses Jahr? Ich sehe, das ist auf jeden Fall ein ziemliches Geschoss. Ein Enduro-Bike gehe ich mal von aus. Wir haben Pinion, wir haben auf jeden Fall einen abgefahrenen Frame, CNC-Schwinge. Erzähl mal was dazu. Ja, ihr kennt vielleicht schon unser Sego Downhill-Bike. Wir hatten über die letzten Jahre das Ding halt weiterentwickelt und auf Downhill fokussiert, klar. Aber es kamen immer wieder mal auf Instagram oder in den E-Mails die Kommentare, hey, mach doch da einfach mal eine richtige Sattelstütze rein, da kann ich das Ding auch hochtreten. Und irgendwann, ich glaube vor 2 Jahren war es, haben wir mal so eine Machbarkeitsstudie auch hier mitgenommen und das Feedback war eigentlich auch gut. Es hat uns einfach noch nicht so ganz gepasst von der Performance her.
Und jetzt mit der neuen Konstruktionsweise, mit den eingeklebten Carbon-Elementen können wir halt die Steifigkeiten so modulieren, dass es halt Sinn macht. Ja. Und das ist jetzt eigentlich quasi unsere Art und Weise, den Markt ein bisschen zu prüfen, ob ein Interesse an solcher Waffen da wäre, weil es eigentlich wirklich ein pedalierbares Downhill-Bike ist in dem Sinne. Wenn man so ein bisschen in die Tiefe geht, was Material- und Fertigungstechnik angeht, also ich meine grundsätzlich Aluminium, gefräst, Ja. was du gerade angesprochen hast, die einlaminierten oder eingeklebten Carbonteile. Hast du da noch ein paar Infos? Was hat es damit auf sich? Ja, genau. Also wir sagen, das Skelett ist CNC gefräst, 775 Standard. Macht ein Freund von mir, Desian Supply, der Alex, der versteht mich dann auch ganz gut. Also müssen wir nicht irgendwie 1700 Dossiers hin und her. Ja. Die wissen schon ganz gut, was sie machen. Und dann kleben wir eben diese Carbon-Elemente ein, um wirklich die Steifigkeiten auch modulieren zu können für verschiedene Einsatzbereiche oder verschiedene Fahrertypen zum Beispiel. Ich hatte letztes Jahr einen Kunden, der hat so ein ultra langes Rad gewollt und der kriegt dann ein anderes Layup im Carbonrohr, vielleicht wie der 60-Kilo-Mann oder Frau, der vielleicht 450 Reach fährt oder so. Ja, Logo. Genau. Macht Sinn. Grundsätzlich, wo wird der ganze Rahmen gefertigt? Ist das alles in der Schweiz oder wo wird das gemacht? Wir fräsen in Thailand. Nicht aus irgendwelchen finanziellen Gründen oder so, aber eigentlich mit Alex da zusammen eine Partnerschaft haben, die uns wirklich genau die Qualität bringt, wie wir wollen. Am Schluss zahlt der Kunde zu viel Geld dafür, als wir hier irgendwo einen Abstrich machen müssen. Ja. Also wollen in dem Sinne. Und entsprechend haben wir uns hier für Qualität und Verständnis zwischen den einzelnen Partnern entschieden und nicht aus irgendeiner Prinzipienvorstellung für Schweiz versus die Welt oder weiß der Teufel was. Wir entscheiden uns immer für Performance und alles andere ist dann quasi Form follows Function und das ist auch die Business-Entscheidung hier. Ja. Und die Wahl vom Material und so weiter, habt ihr da verschiedene getestet? Warum ist dann die Wahl genau auf dieses Material gefallen? Aluminium 775, wie die meisten von euch wissen, ist halt einfach der höchst oder eine der besten kommerziell erwerblichen Aluminiumlegierungen. Entsprechend auch funktioniert das für uns sehr gut, ist sehr gut zerspannbar. Man könnte wie die Jungs von Lean Cycles so fancy Legierung machen. Übrigens fucking geiles Projekt. Dazu gibt es auch ein Video natürlich. Ja, schaut es unbedingt, die Jungs sind verdammt gut drauf. Und Schweizer natürlich. Und Schweiz. Nein, das funktioniert einfach für uns. Wir haben verschiedene Legierungen auch durchgetestet. Das ist einfach das, was Preis, Performance in dem Sinne am besten Ort ist für uns. Und entsprechend ist es da, was es ist. Ich meine, das Fahrrad hier ist ja wahrscheinlich erstmal ein Einzelstück. Diese DH-Enduro-Version sozusagen. Kann ein interessierter Zuschauer, könnte der so ein Fahrrad dann auch erwerben? Ja, genau. Also wir testen jetzt so ein bisschen die Reaktion der Leute. Und wenn es genug Nachfrage gibt, dann werden wir das sicher auch käuflich erwerblich machen. Ich muss hier noch einen Bereich noch ein bisschen fixen mit der Sattelrohrversenkung. Das sieht noch nicht so nice aus, aber dass du auch mit 200 Stütze fahren kannst, ohne dass du dir gleich das Sattelrohr dann abreißt. Ja. Aber grundsätzlich würdet ihr ziemlich, ich sag mal 90% das kriegen, wo jetzt hier steht. World Cup approved sozusagen. Ja, genau. Gleiche Konstruktionsweise wie die Downhiller-Bikes, Pinion, Smart Shift, Belt Drive, all das geile Zeugs halt. Und dann werdet ihr das wahrscheinlich als Frame-Kit oder als Vollbau können. Also Custom-Anfragen, kein Problem. Ihr reagiert individuell auf die Kundenanfragen. Am besten einfach mal E-Mail schreiben, dann meldet sich Domi oder ich bei euch oder vielleicht Chris. Und dann seid nicht irritiert, wenn es manchmal 2-3 Tage geht. Aber normalerweise sind wir eigentlich genug schnell, aber wir vergessen euch schon nicht. Was ist sonst so bei euch in der Planung? Was kommt so in der Zukunft? Gibt es da neue Projekte? Gibt es was, über was man reden darf, kann? Also ich hätte jetzt was im Kopf, ich spreche es jetzt glaube ich nicht an. Ja, also man hört ja von relativ bekannten Downhill-Fahrern, die eventuell mal auf diesem Fahrrad gesessen haben schon oder zumindest auf der Downhill-Version und da Proberuns gemacht haben. Gibt es da irgendwas, was du sagen kannst dazu? Nö. Okay, gut. Hab ich mir schon fast gedacht. Habt ihr sonst irgendwas in der Pipeline, wo du sagst, da kannst du schon was zu sagen? Also es wird sicher im Racing coole Entwicklungen geben, die uns auch betreffen. Wir sind auch da natürlich immer am Weiterentwickeln. Das heißt, einerseits das Sego weiterentwickeln, andererseits auch ein bisschen outside of the box weiterdenken und machen. Also da werdet ihr sicher im nächsten Jahr ein paar Sachen sehen. Sicherlich alles noch auf Prototypenbasis. Und dann werden wir sicher noch ein bisschen mehr in diesen Trailbike-Segment reingehen. 150 mm plus minus
bisschen High Pivot, solche Geschichten, wo es einfach wirklich so das Rad, das wir zu Hause rausnehmen. Genau, für die Home Trails. Ja, genau. Weil die Sego FR oder wie man sie dann auch nennen will, ist halt wirklich so, Das ist ein Ballergeschloss. das nehme ich mit nach Finale oder so. Oder wenn ich irgendwo im Schwarzwald rumballere oder so, dann ist das Ding. Das tretet sich okay, aber es ist jetzt nicht, ich mache keine 1500 Höhenmeter. Ist nicht optimiert halt für große Touren. Aber geil, also wir dürfen gespannt sein und die Zuschauer natürlich auch, was da noch so kommt. Pascal, ich danke dir vielmals und Glückwunsch zu den Top 3 bei den Craftbike Days. Ich finde es sehr, sehr cool und ich hoffe, du oder dein Bruder oder vielleicht auch ihr beide seid nächstes Jahr wieder dabei. Werden wir schauen, aber ich denke schon, ja. Danke euch. Okay.